Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch mal wieder einen Nässeschutz vor. Und zwar trage ich hier von Carinthia die PRG-Bekleidung. Die taktische Variante im Smog-Style hatte ich euch ja schon vorgestellt. Und heute soll es mit der PRG-Bekleidung mal ein bisschen neutraler zugehen. Also mehr dazu jetzt im Video. Viel Spaß! Der PRG-Nässeschutz ist im Gegensatz zu seinem taktischen Kollegen straffer geschnitten und kommt mit weniger Taschen und Fächern aus. Dazu gleich mehr. Der Schnitt ist eher sportlich und leicht körperbetont, ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Allgemein kommt die Bekleidung bis auf die Farbe nicht allzu militärisch rüber und ist somit auch absolut alltagstauglich. Gut finde ich, dass Carinthia hier auch eine schwarze Version anbietet. Bei den Materialien kommt wieder ein 100% Polyamid-Oberstoff und eine Gore-Tex-Membran mit einer Wassersäule von 10.000 mm zum Einsatz. Dadurch ist die Jacke wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Selbst die durchnässten Trageriemen des Rucksacks und der damit verbundene Druck auf das Material konnten kein Wasser ins Innere drücken. Somit sind starke und lange Regenfälle auf der Tour absolut kein Problem. Die Reißverschlüsse sind natürlich von YKK und wasserabweisend. Allgemein ist die Verarbeitung wie immer sehr hochwertig, die Nähte sind sauber und ordentlich verarbeitet und auch die Verklebungen im Inneren geben keinen Anlass zur Beanstandung. Über den 2-Wege 6 mm Frontreißverschluss wird die Jacke komplett geschlossen. Die Windleiste dahinter bringt zusätzlichen Schutz und verhindert ein Verheddern des Zippers in der Unterbekleidung. Die Flappe darüber schützt nochmal von außen vor eindringendem Wasser oder Wind und wird mittels 5 Velcro-Streifen geschlossen. Mit dem Druckknopf am Bund kann die Jacke zum Beispiel während der Nutzung mit offenem Reißverschluss auch am Bund gut zusammengehalten werden. Gegen störendes Kratzen am Hals ist selbstverständlich auch ein Kinnschutz aus Vlies verarbeitet. Schauen wir uns jetzt mal die äußeren Fächer an. Hier gibt es links und rechts sehr große Fächer von der Taille bis zur Brust. Gemessen habe ich hier ordentliche 45 x 20 cm. Eine kleine Thermosflasche, der Trinkbeutel des Wasserfilters oder einfach nur eine Karte ist ohne Probleme untergebracht. Auf den Armen gibt es noch sehr große Bizepsfächer, in denen auch größere Gegenstände untergebracht werden können. Der Schreibblock, eine Mütze oder ähnliches finden hier locker Platz. Befestigungsschlaufen im Inneren zum Fixieren von Ausrüstung gibt es allerdings nicht. Außerdem wurde auf Velcro-Flächen für Patches verzichtet, das lässt die Jacke wieder etwas neutraler und weniger militärisch wirken. Das ist übrigens ein gutes Beispiel für die Verwendung des taktischen Boleros in Kombination mit Hardshells. Einen Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Weiter auf dem linken Oberarm ist noch ein großes, aber unauffälliges Carinthia-Logo aufgestickt. Unter den Armen befinden sich die Ventilationsöffnungen mit 2-Wege Reißverschluss. Im geöffneten Zustand und in Kombination mit dem Klettverschluss im Frontbereich lässt sich die Jacke auch bei höheren Außentemperaturen oder unter körperlicher Belastung gut belüften. Weiter unten an den vorgeformten Ärmeln gibt es versteifte Ärmelabschlüsse, die mit Klettverschluss angepasst werden können. Auch hier wieder ein Carinthia-Logo am Verschluss. Schauen wir uns jetzt aber mal den Saum und die Kapuze an. Beides lässt sich über die großen Außentaschen einstellen bzw. festziehen. Somit verbleiben überschüssige Längen in den Taschen und bilden keine Schlingen im Außenbereich. Bei der Kapuze gibt es etwas mehr zu zeigen. Hier gibt es neben den normalen Kordelzügen im vorderen Teil auch noch 2 weitere am Hinterkopf. So kann die Kapuze individuell angepasst und eingestellt werden. Der verstärkte Schirm sorgt dabei für guten Schutz vor Tropfwasser, sofern es nicht zu windig ist. Durch die Helmkompatibilität ist natürlich Platz für Schutzhelme, sei es militärisch oder zivil. Dieses Feature ist aber auch von Vorteil, wenn man zum Beispiel nur die Mütze und einen Gehörschutz trägt. Gehen wir jetzt ins Innere. Hier findet ihr ganz oben natürlich einen Aufhänger und die Größenangabe. Links und rechts oben sieht man, dass die vorderen Kordelzüge eine ordentliche Führung bekommen haben und nicht einfach lose rumhängen. Hier auf der linken Seite noch ein ID-Schild, um Verwechslung auszuschließen, und auf der anderen Seite gibt es noch eine großzügige Netzinnentasche mit Reißverschluss. Hier ist ausreichend Platz für das Smartphone, Schreibmaterial oder ein kleines Tablet. Jetzt aber mal mehr zur Hose. Auch hier ein straffer Schnitt ohne viel Schnickschnack. Auf seitliche Beintaschen wie bei der taktischen Variante wurde verzichtet, dafür gibt es hier jetzt 2 große aufgesetzte Fronttaschen mit Reißverschluss. Die Hose besitzt einen elastischen Hosenbund und wird via Reißverschluss und Slotted Button verschlossen. Links und rechts gibt es 2 extra Kordelzüge als Gürtelersatz für guten Sitz. Wer doch einen Gürtel verwenden möchte,
Der hat dafür 6 schmale, aber große Gürtelschlaufen. Damit die Hose mit Stiefeln zügig übergezogen werden kann, gibt es Zweiwege Seitenreißverschlüsse links und rechts mit Windleiste bis zur Bundunterkante. Diese können natürlich auch zur Ventilation genutzt werden. Weiter unten gibt es vorgeformte Knie und ganz unten einen weiten regulierbaren Saum mit Klettverschluss. Im Inneren gibt es nicht mehr viel zu zeigen, wie bei der Jacke auch hier eine ID-Fläche, einen Aufhänger und die Größenangabe. Mit den extra Aufhängern links und rechts können auch Hosenträger verwendet werden. Bevor wir zum Fazit kommen, noch schnell das Packmaß und das Gewicht. Im mitgelieferten Packsack kommt die Jacke in Größe L komprimiert auf ein Packmaß von 20 x 10 cm und die Hose in Größe M auf ein Maß von 16 x 10 cm. Lasst euch von dem TRG-Packsack rechts bitte nicht irritieren. Beim Gewicht kann man im Vergleich zu anderen Marken auch nicht meckern. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war die PRG-Bekleidung von Carinthia. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Von mir jetzt noch schnell das Fazit. Positiv ganz klar für mich der Schnitt und allgemein das schlichtere Design. Die Wassersäule von 10.000 mm kann man auch sehr gut gebrauchen und die Atmungsaktivität war auch top. Dann hat mir noch gut gefallen, dass man die Kapuze dreifach einstellen kann. Bei der TRG-Kapuze ist sie nur zweifach einstellbar. Hat den Vorteil, dass man sich die Kapuze weiter nach hinten holen kann und das Blickfeld links und rechts komplett frei bleibt. Bei den negativen Punkten habe ich den etwas zu engen Kragen. Mit der Ultra Jacket und dem Stretchkragen drunter passt's, aber mit der ISG-Jacke ist es ein bisschen eng und drückt. Also er könnte ein bisschen weiter sein. Dann würde ich mir noch wünschen, dass man die Kapuze einrollen kann, wenn man zum Beispiel einen Buni trägt, damit nichts reintropft. Und bei den Ventilationsöffnungen könnten die Windleisten ein bisschen breiter sein, weil die sich öfter im Reißverschluss verhaken. Ansonsten kann ich nicht meckern. Lasst mal ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.